Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Italienradreise und befinde mich gerade am Lido delle Sirene in Kalabrien und fahre jetzt weiter Richtung Salerno. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 15. April 2023. Es ist bedeckt und frisch und es sieht auch nach Regen aus. Dazu kommt der Wind noch aus der Richtung, in die ich fahre, aber das ist nicht das Schlimmste. Ich hatte noch keinen Kaffee. Ich habe noch keine Bar gefunden und im Hotel gab es kein Frühstück. Ja, mal sehen, ob ich einen Kaffee im nächsten Ort kriegen kann. Hier ist alles geschlossen. Es ist totale Nebensaison. Das Wetter ist, glaube ich, auch relativ normal für diese Jahreszeit. Ich war mal im April in Rom und da hat es auch geregnet. Die Strände sehen natürlich jetzt ein bisschen traurig aus, aber im Sommer scheint hier was los zu sein, sonst wäre hier ja kein Flugplatz und keine Hotels. Und in den Bergen zieht es sich richtig zusammen. Ich weiß nicht, ob der Ort hier Falerna heißt. Jedenfalls gibt es hier eine Art Promenade. Falerna Marina ist der Ort. Bäckerei, mal sehen, was ich da bekommen kann. Ja, das war erfolgreich. In der Bäckerei konnte ich was für heute Mittag erstehen oder für später am Morgen. Da musste der arme Luigi aus der Backstube kommen, weil die Frau Bäckerei-Fachverkäuferin mit ihrer besten Freundin telefoniert hat. Und direkt nebenan gab es eine Gelateria, da konnte ich einen Kaffee bekommen. Jetzt kann es weitergehen. Ich glaube, es geht jetzt eine Weile am Meer entlang, muss ich jetzt mal schnell filmen, weil gleich sind wieder überall Leitplanken. Fährt natürlich gerade ein Lieferwagen vorbei, wenn man das Meer filmen will. Wieder der Schnellzug oder der Hochgeschwindigkeitszug. Sieht aus wie ein TGV aus Frankreich, aber ich glaube, die Italiener bauen auch sowas. Die Schnellfahrstrecke fängt allerdings, glaube ich, erst in Neapel an oder bei Salerno. Ich weiß es nicht ganz genau. Da war jetzt eben auch gerade ein Campingplatz. Ich bin so froh, dass ich mein Zelt zu Hause gelassen habe. Es ist viel zu kalt und die Campingplätze haben auch noch gar nicht auf. Es ist nicht so, dass man jetzt bei 10 Grad nicht zelten kann, aber es wird um 8 Uhr dunkel und man kann sich nicht vors Zelt setzen. Ja, das macht keinen Spaß. Die Hotels sind jetzt auch hier in der Vorsaison nicht so besonders teuer. Ich habe jetzt 33 € für ein Einzelzimmer gestern bezahlt. Das kann man machen. So viel habe ich in Kroatien auch für einen Campingplatz bezahlt. Teilweise in Zadar 40 €. Für den Preis kann man natürlich nicht viel erwarten, aber es ist meistens besser als ein Zelt. Es war bisher immer sauber. Gestern war zum Glück auch noch ein Restaurant dabei, denn ich hatte den ganzen Tag nichts Richtiges gegessen. Und anderswo wäre keins zu finden gewesen. Ja, und erst hatte ich Sorgen, weil es doch ein bisschen komisch aussah, aber dann kamen auch Einheimische und haben da gegessen. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Ich will nicht sagen, dass es sich jetzt aufklart, aber ein bisschen scheint es sich aufzuhellen. Ja, es ist jetzt gerade nicht so spannend hier. Geht geradeaus auf der Hauptstraße. Mein Treck verläuft hier auch. Es gibt keinen anderen Weg. Und ja, das ist eine den Bergen vorgelagerte Ebene. Aber ich bin jetzt auch gar nicht so scharf auf Berge, muss ich sagen. Die Berge liegen da drüben, sind im Moment auch nicht ganz so hoch, zum Glück. Ja, leider kann ich mich mit den Leuten hier nicht richtig unterhalten. Das ist schade. Ich kann nur ein ganz paar Wörter Italienisch. Das erste, was ich gelernt habe, das war schon als Kind irgendwie sowas wie E pericoloso sporgesi. Das stand immer an den Zugfenstern, dass man die noch öffnen konnte. Und das heißt wohl irgendwas mit, dass es gefährlich ist, sich hinauszulehnen. Weil darüber stand in Deutsch nicht hinauslehnen. Ja, und vor Jahren habe ich
ehrenamtlich Segelunterricht für einen großen Segelverein auf Elba gegeben. Aber das waren alles deutsche Gäste, deswegen habe ich da auch nicht viel gelernt. Aber was ich da halt gelernt habe, ist, wie man Segelunterricht gibt. Und auf dem Wissen basierend habe ich dann mein Buch geschrieben, Segeln lernen mit Captain Sailnator, von dem ich heute lebe. Und seitdem ich auf Elba war, hat es mich immer interessiert, wie Italien sonst noch so aussieht. Norditalien kenne ich soweit ganz gut, wenigstens die Toskana und Venedig und so. Aber hier im Süden bin ich noch nie gewesen. Ja, und jetzt bin ich hier. So, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ob es weiter so flach bleibt oder ob es jetzt bergig wird. Hier ist die Straße jedenfalls nass. Es scheint kürzlich geregnet zu haben. So, es geht vorerst unten am Berg entlang und noch nicht drüber. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so. Der Verkehr hat zugenommen, die Italiener sind aufgewacht am Samstagmorgen und fahren jetzt herum. Obwohl mit dem Wort Italiener muss man vorsichtig sein. Gestern habe ich den Wirt von dem Restaurant gefragt, ob er Italiener sei. Und er sagte, nein, er wäre Calabrese, also käme aus Kalabrien. So, ich komme jetzt nach Amantea. Ist wieder der Zug. Ich bin inzwischen in Alantea angekommen und hier tobt der Bär. Sehr schöne Häuser da oben am Berg. Jetzt kommt mal kurz die Sonne raus. Da vorne ist es dicht. Ja, so fing das gestern auch an. Erst wurde die Sicht schlecht, dann kamen mir Autos mit Licht entgegen. Dann fing es an zu regnen, auch wenn jetzt die Sonne scheint hier. So, die Berge rücken wieder näher und sehen sehr imposant aus. Eine Galleria, aber zum Glück nicht so lang. Jetzt kommt seit einer Stunde oder mehr mal wieder ein schöner Ort. Sieht jedenfalls von weitem so aus. Und jetzt schickt mich mein Treck runter zum Meer. Ja, aber ich glaube, ich fahre runter, weil die Hauptstraße geht jetzt mehr ins Landesinnere. Das Meer sieht auch verlockend aus. In dieser ganzen Küste habe ich nichts gesehen. Jetzt auch mal runter von der Hauptstraße, die ist auf Dauer langweilig. Ja, hier klatscht das Meer an die Mauer. Auf dem See sieht es gar nicht so wild aus, es ist gar nicht so windig, aber das ist wahrscheinlich alles alter Schwell von gestern. Jetzt suche ich mir mal ein Plätzchen, wo ich in Ruhe das Panino essen kann, das ich mir vorhin gekauft habe. Der Ort hier rechts über mir ist übrigens San Lucido. Und ich versuche jetzt hier mal auf diesen Steinbänken. Das hat gut getan und das Panino war super, super lecker. Da irgendwie so eine ganz besondere Art von Salami drauf und ein sehr schmackhafter Käse. Toll. Ja, ich bin jetzt schon fast 50 Kilometer gefahren heute. Es ist 11:45. Jetzt kann ich es auch entspannt angehen lassen, aber es rollte so gut. Hier gibt es auch noch einen kleinen Fischereihafen. Unglaublich, was hier für Wellen reinkommen. Man kein Auto vor der Tür stehen, sondern ein Boot. Da sind hinten Lampen dran. Da werden wahrscheinlich die Kalamaris oder was mit angelockt. Hier ist jetzt eine ganze Reihe von T-förmigen Wellenbrechern. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Bahnlinie schützen soll. Ich weiß es nicht, aber hier werden Wellen gebrochen, auf jeden Fall. So, hier sieht man es jetzt noch mal besser. Eine Oase, direkt am Meer.
Das hier ist Paola. Jetzt habe ich gerade in einer Bar gesessen. Kaum komme ich raus, fängt es an zu regnen. Das ist ja super Timing. Es scheint der Bahnhof zu sein. Ich stelle mich mal kurz unter und warte, wie sich das so entwickelt hier. Ja, das sieht nicht gut aus. Da kommen mehrere kleine Regengebiete jetzt vom Meer rüber. Ich werde wohl nicht drum herum kommen, meinen Regenponcho gleich rauszuholen. Und dann kommt danach noch ein großes Regengebiet. Das würde ich natürlich gerne vermeiden. Ich bin ja jetzt schon 50 Kilometer gefahren. Wenn ich jetzt noch 20 schaffe, wäre ich 70 gefahren. Das wäre ja ein ganz guter Schnitt. Mal schauen. In 20 Kilometer Entfernung ist auf jeden Fall ein nettes Hotel. Und da gucke ich mal, ob ich das erreichen kann. Und hier der Fiat Multipla, das hässlichste Auto aller Zeiten für viele. Aber ich finde ihn eigentlich ganz kultig. Und ja, den sieht man hier in Italien noch relativ oft. So, dem Regengebiet fahre ich jetzt ganz langsam hinterher. Ich fürchte nur, ich habe es gleich wieder eingeholt. Ja, das mit dem Wetter hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber das hatte ich ja letztes Jahr in Spanien genauso. Da bin ich von Barcelona bis nach Malaga fast nur im Regen gefahren. Aber man weiß auch nicht, was man sich wünschen soll. Denn wenn mal die Sonne rauskommt, dann brezelt die schon ganz schön auf den Rücken. Die ist sehr intensiv. Aber es wäre schon schön, wenn die Sicht ein bisschen besser wäre. Dann hat man beim Filmen schönere Farben. Die Berge sehen natürlich fantastisch aus, wenn sie so ein bisschen in den Wolken sind. Aber wäre auch schön in der Sonne. Ich fahre gleich mal wieder auf eine kleinere Straße, dann kann ich vielleicht auch mal anhalten. Hier ist es nicht möglich. Eben habe ich schon von weitem einen Lastwagen gehört und bin dann zur Seite gefahren, den vorbeigelassen, dann ging es bergab und vor dem Lastwagen fuhr einer sehr langsam und der hat den angehupt. Wahrscheinlich konnte er nicht bremsen. Meine Güte, hier erlebst du Sachen. Ich bin jetzt hier einfach mal runtergefahren. Ich hoffe, das ist richtig. Ich muss nicht wieder zurück. Hier durch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es fängt auf jeden Fall gerade wieder an zu regnen. Da wäre natürlich so ein Tunnel. Gut. An sich sieht es nicht richtig aus. Da bin ich wohl zu früh runtergefahren. Ich stehe jetzt hier unter der Brücke und muss jetzt gleich mein Fahrrad da über die Leitplanke hieven. Ich habe jetzt in 12 Kilometer Entfernung ein Hotel gebucht, aber es wird vorher anfangen zu regnen. Deswegen habe ich jetzt die GoPro weggepackt und werde dann vielleicht eventuell ab und zu mal hier mit dem Handy filmen. Ja, es sieht einfach nicht gut aus. Kurzer Zwischenbericht, es tröpfelt so vor sich hin. Jetzt hätte man sich natürlich fragen können, warum bleibt er nicht unter der Brücke stehen? Ganz einfach, es wird jetzt nicht mehr aufhören zu regnen. Dann fahre ich jetzt lieber die 10 Kilometer durch den Regen und komme dann irgendwann im Hotel an. Ja, das Meer sieht eigentlich immer noch ganz schön aus, aber es regnet halt. Bei Sonne sieht das bestimmt ganz schön aus hier, aber jetzt ist alles im Dunst. Ich habe das externe Mikrofon jetzt mal weggelassen, damit es nicht nass wird. Und ich glaube, ich kann Temprano schon sehen. Jetzt habe ich mich mal kurz bei einer Tankstelle untergestellt, weil es zu heftig wurde. Es sind jetzt noch 3 Kilometer. Das kann mir also Zeit lassen. Ich habe es geschafft. Das kam genau im richtigen Augenblick. Das ist ein ganz nettes Zimmer hier. Mit einem Delfin über dem Bett. Dieses Bad sowie das Meer. Und
einen Balkon mit Blick auf das türkise Meer. Jetzt, wo ich untergekommen bin, sieht es auch so aus, als würde es aufhören zu regnen. Auch wenn es jetzt so aussieht, als würde es aufhören zu regnen, da draußen auf dem Meer liegen noch mehrere große Regengebiete, die alle jetzt heute Nachmittag hier rüberziehen werden. Es ist jetzt 3:30, ich bin 75 Kilometer gefahren, das passt eigentlich auch ganz gut. Ja, morgen geht es dann weiter hier auf der Straße. Ich sehe da oben schon den ersten Tunnel. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, ob es weiter regnet, ob die Sonne scheint, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!